Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu HTML. So, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen Tags schachteln. Das hört sich jetzt erstmal brutal schwer an, aber ist es eigentlich gar nicht. Und dazu schlanke ich jetzt mal unsere Webseite wieder ein bisschen aus, weil es schon ein bisschen voll geworden ist. Wir hatten bisher das hier gemacht. Oh ne, hatten wir nicht. Das waren nur ein paar kleinere Schlankungsaktionen von mir und ich habe reingescrollt, also nicht wundern, damit ihr das Ganze besser lesen könnt. Denn jetzt geht es so ein bisschen ins Feinere. Wir wollen das hier machen. Und zwar das alles raus. So, und dann hauen wir hier einfach mal ein bisschen Text weg. Diesen Paragraphen, den machen wir nachher. Wir brauchen auch nur eine Überschrift. So, jetzt ist das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Wir haben im Prinzip nur noch die Überschrift in riesig. Und jetzt schreiben wir hier einfach irgendwas rein. Irgendwas. So. Und jetzt möchte ich noch Folgendes mit euch tun. Und zwar hier diese Einrückung. Die macht nicht ich, sondern die macht Webmatrix direkt für euch. Und die wird jetzt wichtig. Okay, was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen Tags schachteln. Und das klingt erstmal sehr, sehr kompliziert, aber wenn man es richtig macht, ist es ganz einfach. Im Prinzip haben wir das auch schon gemacht und zwar hier, HTML geht hier auf und hier zu. Und wir haben innen drin schon weitere Tags benutzt, nämlich Body zum Beispiel. Und innerhalb von dem Body haben wir wieder ein P benutzt. Und ja, im Prinzip steht hier schon alles, was ihr braucht. Nämlich, ihr sagt, okay, das, was ich als letztes aufgemacht habe, sprich dieses P, das mache ich auch als erstes wieder zu. Denn wenn ich das P jetzt erst hier unten zumache, wo mein HTML schon gar nicht mehr funktioniert, dann habe ich ein Problem. Denn dann kann es der Browser nicht mehr richtig anzeigen, je nachdem welcher Browser es ist. Manche können es noch, manche können es nicht, kommt immer auf den Tag und den Browser drauf an. Und Internet Explorer ist da so ein Spezialist, aber ich würde mich einfach nicht darauf verlassen, dass das dann funktioniert. Gut, also sagen wir, dieses irgendwas wollen wir auch noch fett machen. Und das tun wir mit B. Und dieses Slash B muss logischerweise jetzt darunter. Und auch automatisch bitte eingerückt werden. So. Und jetzt dieses irgendwas. Dieses irgendwas ist ja jetzt nochmal innen drin. Das heißt, es steht hier drin. Also so kann man das wunderbar erkennen, finde ich. Dieses irgendwas steht innerhalb von diesem B-Tag, innerhalb von diesem P-Tag und innerhalb von diesem Body-Tag und innerhalb von dem HTML-Tag. Und sowas nennt sich Schachteln. Das bedeutet, überall, wo es drin steht, das wirkt auf dieses irgendwas. Also dieses B wirkt darauf, dieses P wirkt darauf und der Body und das HTML. Okay, genau. Und wenn wir das jetzt aktualisieren hier, dann sieht das so aus. Wir haben was Fettes. Wenn ich das B wegmache, sieht so aus, dann haben wir hier nicht mehr fett, sondern nur noch normal. Also ich glaube, ihr glaubt mir da, was das angeht. Und eine zweite Möglichkeit, das Ganze fett zu machen, ist strong. Allerdings müssen wir dann hier auch mit strong schließen und nicht bold zumachen und strong aufmachen. Genau, macht das Ganze auch fett. Warum zwei von derselben Art, wenn sie doch eh dasselbe tun? Naja, wenn wir es nachher wenn wir es in den kommenden Videos mit CSS haben werden, das Ganze macht das, also CSS macht das Ganze stylischer. Dann werden wir Tags manipulieren können. Einzelne Tags, zum Beispiel Strong, lässt sich dann anders manipulieren wie B. Deswegen macht es schon einen kleinen Unterschied, aber es ist nicht jetzt essentiell oder sowas. So, und jetzt wollen wir das noch weiter treiben, und zwar schachteln wir das jetzt noch mit Kursiv schreiben. Kursiv braucht man auch hin und wieder mal, zwar nicht ganz so häufig, aber man braucht es hin und wieder mal. So, und ja, wenn ich das jetzt hier wieder neu lade, dann wird das Ganze kursiv und fett, wer hätte es gedacht. Andere Möglichkeit zum Kursivschreiben ist EM, macht das Ganze auch kursiv. Ja, einfach neu laden und ihr habt, wie gesagt, das jeweilige Ergebnis. Und genau, jetzt haben wir noch mehrere andere Arten, aber ich würde sagen, jetzt habt ihr langsam verstanden, wie das mit dem Schachteln funktioniert. Einfach immer ineinander schreiben und jetzt fange ich nämlich hier drin an. Small macht den Text kleiner, also sowas hier. Gut, okay, wir haben keinen Vergleich, deswegen irgendwas Zweites brauchen wir noch. So, wir sehen, dass der Text hier etwas kleiner ist als der hier, das heißt, es sieht einfach ein bisschen kleiner aus. Das ist small. Dann haben wir, also ich zeige euch jetzt einfach bloß, was man so alles machen kann. Marked ist eine Markierung, wie ein Textmarker, könnt ihr euch das vorstellen.
Ups, habe ich es falsch geschrieben? Ich habe es falsch geschrieben. Ja, weil es nicht Markt heißt, sondern Mark einfach nur. Tut mir leid. Logischerweise heißt es nur Mark. So, und jetzt sehen wir aber auch Folgendes. Dieses Mark bezieht sich auch auf dieses Leerzeichen hier. Das heißt, es ist wichtig, ob ich hier das Leerzeichen reinbringe oder ob ich das Leerzeichen erst hier unten reinbringe. Also je nachdem, wo ihr das Leerzeichen dann reinpackt. Ja, genau. Dann haben wir noch deleted. Einfach nur del. Also das zeigt, ich zeige es euch einfach direkt, ist folgendes. Das streicht den Text durch. Dann haben wir noch ins, also das ist jetzt wirklich eigentlich relativ simpel, aber ihr könnt damit halt ein paar coole Sachen machen, deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Wen es nicht interessiert, einfach hier überspringen. Ab dem nächsten Video gibt es wieder was krasseres. Ins unterstreicht den Text. Und für die Leute, die gerne bzw. viel mit Mathe zu tun haben, haben wir sub. Sub macht folgendes: Es setzt tiefer, also sowas wie H2O zum Beispiel in der Chemie oder irgendein Index von irgendwas, das macht man mit Sub, das wird tiefer gestellt dann einfach, und Sub mit P ist höher gestellt. Das heißt sowas wie eine Potenz oder sowas. Also A hoch B. Genau. Ja, das ist sozusagen Basic Text, was wir gerade gemacht haben. Jetzt habe ich euch ja letztes Mal schon erzählt, was Attribute sind, und deswegen kann ich euch gleich noch in Zitate einführen, und zwar Zitat Q, also Q für Quotation, so heißt es. Genau, machen wir hier dann /Q. So, das sieht folgendermaßen aus. Ist ein stinknormales Zitat, wird aber in jedem Browser irgendwie anders dargestellt. Und was das Highlight davon eigentlich ist Blockquote. Also Blockquote ist sozusagen die richtige Art, das Ganze zu zitieren. Achso, Blockquote kann man nicht innerhalb von einem Paragraphen machen. Deswegen mache ich den mal raus. Blockquote. So, und jetzt kann man hier angeben, wo man sein Zitat her hat. Also Cite für wo habe ich es her. Und dann sage ich hier zum Beispiel Universität Stanford oder sowas, keine Ahnung. Und jetzt muss ich logischerweise auch schauen, dass ich hier unten den Blockquote wieder zu Ende führe. Genau. Und wenn ich das jetzt aktualisiere, dann hier drüber fahre zum Beispiel. Okay, der hier scheinbar nicht. Manche Browser bringen es dann, also manche rücken es ein, manche machen zum Beispiel, dass man beim drüberfahren dann sieht, wo es herzitiert wurde und so Zeugs. Also es ist ziemlich cool. Und ja, das letzte, was ich euch noch zeigen möchte, denn wir sind ja hier alle irgendwie leicht computerverrückt, okay, ihr wahrscheinlich weniger als ich, ist Code. Und Code ist ziemlich geil, weil es automatisch so aussieht, als wäre das dann Computercode oder halt irgendwie, ja, sowas wie das hier, also so Code. Wenn ich das jetzt hier so mache, dann steht hier einfach irgendwas, aber in einer anderen Schriftart. Und ja, manche Sachen werden auch gehighlightet, je nachdem, was es für eine Sprache ist. Also wenn ich hier zum Beispiel schreibe, war x gleich y. Okay, in dem Fall jetzt nicht. Aber man kann es einstellen, dass es gehighlightet wird, aber das ist jetzt gerade zu viel. Ich wollte euch nur zeigen, wie man eigentlich so richtig zitieren kann. Okay, aber genug mit irgendwelchen unnötigen Tags. Wenn ihr irgendwas sucht, was ihr tatsächlich noch nicht bei mir gehört habt, dann könnt ihr einfach entweder mich fragen oder ihr könnt tatsächlich online einfach danach googeln, also sowas eingeben wie Quotation oder halt auf Englisch oder von mir ist auch auf Deutsch, zitieren und dann HTML, und dann findet ihr schon komplett so ein Dings. Also da brauche ich euch jetzt nicht weiterhelfen. Ihr wisst jetzt, wie man damit umgeht, das ist das Wichtigste. So, was ich jetzt noch euch zeigen möchte, ist Kommentare. Und Kommentare sind sozusagen nicht schlecht. Man macht hier einfach genau, schon automatisch fertig. Man macht eine spitze Klammer auf, also wie bei einem normalen Tag, dann ein Ausrufezeichen und dann 2 Minusstriche. Und dann macht Webmatrix automatisch den End-Tag, der in dem Fall so aussieht wie ein Pfeil. Und hier rein kann man jetzt schreiben, ich bin ein Kommentar. Und dieses O soll nicht groß sein, das war keine Absicht. Wenn ich das jetzt hier laufen lasse, ich habe übrigens den anderen wieder rausgemacht, dann wird es nicht angezeigt. Das bedeutet,
es ist einfach nicht da. Es ist nur für euch, damit ihr noch wisst, was ihr hier in dem Code gemacht habt. Das ist alles, was das Ding kann. Und da sollte man sich angewöhnen, möglichst viele davon zu schreiben, denn ja, wenn man viel an einem Projekt arbeitet und eventuell hunderte Seiten hier erstellt hat und dann plötzlich wieder was auf der ersten Seite aufhört zu funktionieren, weil es ein neues Update gab oder sowas, dann weiß man nicht mehr, wo man war, und deswegen sind Kommentare echt geil. Gut. So, also ihr könnt jetzt im Prinzip die standardmäßigen HTML-Kommentare, nicht Kommentare, HTML-Syntax schon lesen. Und ja, nächstes Mal zeige ich euch dann, wie Tabellen funktionieren und Listen und sowas. Wer weiß. Okay, alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao, ciao.